Mit Version 0.8.0 betreibt Envision Entertainment erneut aufwendige Pflege für ihre Die Siedler-Alternative Pioneers of Pagonia. Das Quality of Life Update ist dabei so umfangreich, dass ein genauerer Blick auf die Änderungen bzw. Verbesserungen durchaus angebracht sind. Also, lasst uns die Segel setzen, wir haben viel zu tun. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Nach der Bergbauerweiterung ist eigentlich vor dem Magie-Update. Allerdings gibt es auch rund um den neuen Content viel zu tun, wie man nun am bereits zweiten großen Quality of Life Update sehen kann, welches zwar keine neuen Inhalte bietet, das Spiel aber trotzdem erneut an vielen Ecken verbessert. So wurde nochmals Hand an das streng genommen etwas überladene GUI gelegt und hier vor allem die Topbar optimiert. Daher könnt ihr ab sofort neu zwischen 3 vorgefertigten Setups am linken oberen Bildschirmrand durchschalten. Darüber hinaus bleiben eure selbst konfigurierten Layouts zwischen den Spielrunden bestehen. Neu ist in diesem Zusammenhang auch, dass ihr Items einer Kategorie mit einem Klick aktivieren oder deaktivieren könnt, was im Zweifel ebenfalls sehr viel Zeit und unnötiges Geklicke einspart. Ebenfalls wurden auch neue Symbole für inaktive Einheiten ergänzt, um diese eindeutig ihrem Einheitentyp zuordnen zu können. Damit es leichter wird, euren durch Minen extrem gestiegenen Bedarf an Stärkungsmahlzeiten nachzuvollziehen, lässt sich das Defizit jetzt auch via Statistik einfach ablesen. Auch die Benachrichtigungen wurden überarbeitet und haben jetzt in diesem Zug einen scrollbaren Verlauf mit Toggle-Button erhalten. So lässt sich im Zweifel in einer ruhigen Minute alles nachlesen, wenn man im Eifer des Gefechts mal nicht hinterhergekommen ist oder gerade abgelenkt war. In diesem Zusammenhang wurde auch die Lesbarkeit optimiert, der betroffene Ort auf der Minimap markiert sowie die relevante Stelle zur Nachricht in der Spielwelt hervorgehoben. Nicht an Straßennetz angeschlossene Gebäude haben nun eine Warnflagge vor ihrer Eingangstür. Mit einem Klick auf diese wechselt ihr sofort in den Straßenbaumodus und könnt die Verbindung ausgehend von dieser Flagge direkt bauen. Ein neues Infofenster gibt euch außerdem Informationen, warum ihr ein Gebäude gerade an der gewünschten Stelle nicht bauen könnt, was vorher oft nicht immer eindeutig war. Ebenso wird beim Platzieren von Farmfeldern direkt die Beschaffenheit des Untergrunds dargestellt und somit aufgezeigt, was ihr an dieser Stelle am effektivsten anbauen könnt. Neu ist auch, dass ihr jetzt militärische Zielpunkte direkt auf der Minimap setzen könnt. Gerade für die Gebietserweiterung ein richtiger Segen. Apropos Militär. Durch ein neues sogenanntes Kampfsglück-Balancing verändern sich die Kämpfe allgemein massiv. Denn bisher war es so, dass jeder Kampf für sich genommen neu ausgewürfelt wurde, wodurch zum Beispiel durch reinen Zufall eine einzelne Einheit allein 100 Gegner töten konnte, wohingegen der gleich starke Mitstreiter bereits am ersten Banditen das Zeitliche segnete. Neu ist daher, dass ein gewonnener Kampf Spuren hinterlässt und der Sieger somit mit einem Handicap in die direkte darauffolgende Konfrontation gehen muss, was natürlich auch für den Gegner gilt. Dadurch gleicht man das System sehr stark an das gute alte Die Siedler 2 an und macht den Kampfverlauf viel nachvollziehbarer. Diebe brechen fortan ihren Raubzug ab, sobald sie enttarnt wurden, und erschrecken im Gegensatz zu Banditen ab hier dann auch keine Zivilisten mehr. Was ich euch noch zum Jahreswechsel in einem aufwendigen Video zeigen musste, lässt sich jetzt über die Taverne direkt ablesen. Denn hier sind jetzt die Werte für Stärkungs- und Genussmahlzeiten einsehbar, was euch jetzt ganz transparent sehen lässt, welche Kombination zum höchsten Ertrag führt bzw. am effektivsten ist. Klein aber fein haben auch die Icons im Baumenü hübschere Grafiken erhalten. Viel spannender ist aber der neue Bedroht-Zustand. Denn durch diesen werden Gebäude und Warenstapel angehalten, sobald sich Gegner in der Nähe befinden. Das bedeutet, dass Träger diese Gebäude nicht mehr anlaufen bzw. sich fernhalten, bis die Gefahr gebannt ist. Denn bisher konnte es speziell in Kombination mit Werwölfen passieren, dass eure Träger in Panik nahe einer Mondschlucht Waren fallen ließen, woraufhin andere Träger ununterbrochen versuchten, diese erneut einzusammeln. Hattet ihr zu diesem Zeitpunkt nicht genug Draufgänger, um die Werwölfe samt Mondschlucht zu zerstören, war die Partie in diesem Moment bereits verloren. Denn gegen den nun entstehenden stetigen Strom angebissenen Pagoniern, die dann wiederum zu neuen Werwölfen wurden, konntet ihr nichts mehr ausrichten. Auch die prozedurale Kartenerstellung hat ein größeres Update erhalten, wodurch Seen nun viel besser in die Landschaft integriert werden und Küstenlinien samt Klippen natürlichere Formen bekommen. Hierbei wurden auch die Übergangszonen zwischen den Geländetypen überarbeitet, wovon auch die stark erweiterte Vegetation profitiert.
Und last but not least hat es auch ein neuer Schattenrenderer ins Spiel geschafft, der das bekannte Flackern eliminieren soll und die Schatten insgesamt weicher wirken lässt. Damit habe ich jetzt tatsächlich nur die Highlights rausgepickt und bin gar nicht auf Bugfixes und Co. eingegangen, da es tatsächlich den Rahmen sprengen würde. Ich empfehle euch daher noch einen Blick in den offiziellen Changelog. Auch das Thema Tutorial-Videos habe ich mal ausgeklammert, das wohl die wenigsten interessieren dürfte, denn mittlerweile wissen wir, also ihr, die dieses Video seht, wie die Welt von Pagonia funktioniert. In diesem Sinne, wir sehen uns pünktlich zum Magie-Update wieder hier, also gerne ein Abo dalassen, damit ihr nichts verpasst und bis zum nächsten Mal. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.